vielleicht nicht einmal bloß aufs Handy schauen, sondern einmal auf den Verkehr achten. Dann kommt man weiter. Und damit grüß euch und Servus zur 33. Die Ampel war schon seit ungefähr einer halben Minute rot. Da kann man natürlich nimmer bremsen. Das kommt ja so unerwartet. Wer kennt's nicht? Gut, dann schauen wir uns heute mal an, was da jetzt so dringend ist, dass man die paar Sekunden nicht an der roten Ampel warten kann. Schauen wir mal, wie weit das kommt. Und nachdem's mir jetzt so davor gerast ist, braucht man natürlich eine Pause. Und die macht man vor Ort, gleich hier und jetzt, auf dem Radlweg. Wollen wir jetzt so mittendrin auf dem Radweg stehen bleiben? Weil Ja, aber ich muss ja ausladen. Jetzt aber schnell. Komm, schick die. ja, fuck. Er hat rückwärts irgendwo hin wollen, einparken oder so. Aber so ist natürlich nicht optimal. Passt schon, aber sie hätten mir fast, haben es nicht vorher ausbremst. Sobald der Gehweg breit genug ist, wer drauf parkt. Wenn er so ein LKW abbiegt, da kann man nie vorsichtig genug sein. Nachdem er aber angefahren ist und dann wieder stehen blieb, habe ich mir gedacht, dass er mich sieht. Aber ich war auf jeden Fall schon mal in die Bremsen drin gewesen. Da fährt er extra den Bordstein rauf, dass er da im Weg steht. Aber na, er steht ja nicht im Weg. Die Straße ist ja frei. Und solche Leute sind natürlich besonders dreist. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich jetzt über den Gehweg radeln und hoffen, dass kein Fußgänger kommt? Soll ich jetzt mal absteigen und über den Gehweg schirmen? Dann brauche ich Ewigkeiten. Oder soll ich jetzt auf die Fahrbahn wechseln, wo dann die Autos von hinten mit zusammenhupen? Wie war es denn einfach, wenn du auf der Straße stehen bleibst? Dann müssen die Autofahrer bloß Spur wechseln und jeder kommt einfach so durch. Aber sowas ist ein Chaos. Jetzt ist einmal eine gute Radlinfrastruktur da und dann wird sie trotzdem draufgestellt. So wird es nix mit dem sicheren Radlfahren. Einfache Gleichung. Radlfahrer im Gegenverkehr plus freie Luken zum Ausweichen gleich durchfahren, weil Radlfahrer ist gleich 0. Kann man ihnen irgendwie helfen? Moment. Da habe ich der Dame dann Käufer zum Aufstehen, den Rollstuhl über die Kanten zum Him und sie dann wieder sicher hin zum Hocker. Das Ganze hat vielleicht eine halbe Minute dauert. Das kann man also auch machen, wenn man's eilig hat. Das tut überhaupt nicht weh. Und was übrigens auch nicht weh tut, ist, wie ich es zuvor gesagt habe, einfach mal so hinstellen, dass man nicht im Weg steht. Auch wenn das bloß eine kleine Seitenstraße ist und die Ampel irgendwie unnötig ist an der Stelle, trotzdem ist es halt nun mal rot. Und weil es so schön war, muss die gleiche an der nächsten Kreuzung gleich Nummer über Rot fahren. Jetzt geht's nimmer um die vor mir, sondern um das Auto. Der fährt über einen Radlweg, über einen Gehweg zur nächsten Einmündung und birgt dann ab. Während ich nur so schaue, was der Autofahrer so macht, kommt schon der Fußgänger. Aber er hat sich entschuldigt. Ja, schau nach vorn. Das nervt. Mann. So Leute werde ich glaube ich nie verstehen. Haben wir halt schon Leute gehabt, die über Rot gefahren sind?
Na, aber im Ernst, wenn ich quer hab, da hat der Gegenverkehr von der anderen Seite logischerweise auch quer. Und wenn der Radlfahrer dann der anderen direkt vor die Schnauzen fährt, obwohl er rot hat, dann ist es schon ein anderes Level von Dreistigkeit. Schaut nicht so aus, als darf ich bremsen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Das, was ich jetzt denke, das spreche ich besser nicht aus. Und weil es so schön war, klein nur mal. Nur kurz. Natürlich. So, wenn er jetzt seit dir auch noch aufmacht, dann kommt überhaupt keiner mehr durch. Und wieder zwei freie Autospuren, und wo stellt man sie hin? Auf dem Gehweg. Ah, das wird ja immer schlimmer heit. Wer hat 'n Eichen auslassen, ha? Es muss doch nicht sein. Schrödingers Radfahrerlehrkunde. Fußgängerweg, Radler frei, Radlfahrer bitte nach links. Alles klar, mach ich. Der vor mir wart jetzt auf dem BMW schräg neben mir, dass der nausfahrt, dass der ander neifahren kann. Jetzt frage ich mich erstens, warum wartst du da? Zweitens, wie soll der BMW da ausparken können, wenn du direkt neben vor ihm stehst? Das wird so nix, Leid. Denkt halt einmal ein bisschen mit. Weg da! Mann! Wie können die Leute nur so dumm sein? Hier ist der Nächste. Na, jetzt aber runter vom Radweg. Na komm. Damit hab ich's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt's auf euch auf. Ich wünsche euch was. Also, Servus.